Moin und herzlich willkommen zurück zu den PS-Tipps. Heute geht es um ein Thema, was an fast allen Nutzfahrzeugen verbaut ist. Es dient zur Steuerleitung als auch für die Vorratsleitung. Heute ist das Thema Kupplungsköpfe und ihre Bauteile. Wir zeigen euch die verschiedensten Bauformen der Kupplungsköpfe, aber auch, was die farblichen Unterschiede sind. Daher wollen wir keine Zeit verlieren. Intro ab! Schauen wir uns mal die Kupplungsköpfe genauer an. Wichtig ist bei den Kupplungsköpfen, beziehungsweise wenn ein Fahrzeug anbaut, rot darf nie alleine stehen, das heißt erst immer die gelbe Leitung anbauen und dann die rote Leitung. Das bedeutet, wenn rot zum Beispiel alleine stehen würde, würde durchgehend die Luft fördern und würde die Bremse lösen und der Anhänger könnt ihr euch wegrollen, daher da mal bitte darauf achten. Was haben wir hier noch für Unterschiede zwischen rot und gelb? Man kann hier die Nase, hier rot hat eine Nase und der gelbe hat keine Nase. Das heißt, diese beiden sind vertauschsicher, das heißt, man kann die nicht miteinander verbauen. Das heißt, sie drehen sich nur bis zu einem bestimmten Punkt, aber das heißt, weiter würden sie sich nicht drehen. Das ist der Unterschied. Also das heißt, sie können die nicht einfach miteinander tauschen. Das heißt, wenn ihr merkt, dass einer kaputt ist, dann könnt ihr nicht einfach gelb und rot tauschen und rot und gelb. Daher muss wirklich immer gleichmäßig getauscht werden. Hier haben wir nochmal einen schwarzen, das ist für eine Einkreisbremse, das ist für ältere Fahrzeuge. Da ist wirklich dann der Fall, wenn da der Kreis unterbrochen wird, bzw. eine Leitung abreißt, ist der ganze Zug nicht mehr gebremst, dann müsst ihr anhalten und das erneuern. Jetzt schauen wir uns mal die Kupplungsköpfe untereinander an. Was gibt es da noch für verschiedene Bauarten? Die legen wir mal beiseite. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Also, wir schauen uns die schon mal an. Die erste, wo die Unterschiede sind, ist schon mal das Gewinde. Wir haben hier einmal ein M22 Gewinde und einmal ein M16 Gewinde. Das ist dann fahrzeugspezifisch oder was für ein Leitungsquerschnitt. Daher müsst ihr auch darauf achten, dass ihr die richtigen Gewinde nutzt, bzw. euch keine großen Adapter bauen müsst. Dann haben wir hier vorne, nochmal an den Köpfen kann man das genauso sehen, hier ist kein Ventil drin. Hier ist ein Ventil drin. Ja, genau, wenn man sie so seitlich, hier mal eben, sieht man das. Diese drücken sich nach hinten, wenn die miteinander verbaut werden. Diese sind meistens oder sind hauptsächlich am Fahrzeug verbaut, damit keine Luft durchgehend rausströmt, wie zum Beispiel jetzt hier, wenn die Bremse betätigt wird, dass der Kreis dann geschlossen ist, beziehungsweise ja, eben wie gesagt keine Luft rausströmt. Dieses Ventil dreht sich dann nach hinten, kann das schon, wenn man es hier leicht sehen kann. Das mit draufrufen. Guck mal, drückt er sich das und dann schließt hier innen drin das Rückschlagventil. Eine weitere Bauvariante ist die Schnellkupplung. Hier hinten sind die Anschlüsse, das heißt, beide Anschlüsse kommen hier rein. Das heißt, die Schnellkupplung ist präziser, kann schneller verbaut werden und ist noch vertauschsicherer. Die verschiedensten Kupplungsköpfe haben wir euch gerade gezeigt. Jetzt kommen wir noch zu den Reparatursätzen und weiteren Anbaukomponenten. Hier haben wir einmal einen Reparatursatz für die Kupplungsköpfe. Die Gummis werden irgendwann mal rissig und müssen mal ausgetauscht werden. Das heißt, die könnt ihr mit diesen Repsätzen einfach austauschen. So wie der Deckel reißt mal ab, den könnt ihr damit tauschen, damit kein Dreck und kein Wasser in die Leitung kommt. Hier haben wir nochmal Luftwendeschläuche. Haben wir auch in roter und eine gelbe Ausführung, aber den haben wir noch als schwarz, als durchgehend, dass er schwarz ist. Das heißt, dass er universell einsetzbar ist. Für euch da auch den verschiedensten Größen, ob M16 oder M22. Wenn ihr mal Probleme habt beim An- und Anbau, haben wir hier noch eine Verstärkung. Das heißt, dass ihr die besser An- und Abbau an den Aufliegern könnt. Beziehungsweise wenn ihr einen Auflieger abgesattelt habt oder einen Anhänger abgesattelt, haben wir hier noch eine Halterung, dass ihr die dort reinsetzen könnt, beziehungsweise sie dann nicht einfach hinten auf dem LKW rumliegen. Des Weiteren haben wir noch verschiedenste Bremsschläuche von der Größe M4 bis M18 sogar. Aber falls ihr weitere Artikel so wie solche braucht oder Kupplungsköpfe, schaut gerne bei uns im Partnerportal vorbei. Ich hoffe, ich konnte euch zum Thema Kupplungsköpfe und deren Anbaukomponenten einiges erläutern. Zum Thema Druckluftsystem haben wir schon 2 separate Videos gedreht. Die verlinken wir euch nochmal. Falls ihr Fragen habt, auf unserer Internetseite findet ihr den Helpdesk. Dort könnt ihr alle technischen Fragen stellen, die ihr habt. Dort bekommt ihr dann direkt eine Antwort von uns. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.